Der große, verwirklichte Orgenba lehrte, ungekünstelt und unberührt lassen bei der Meditation bedeutet, ungekünstelt und unberührt lassen bedeutet, so locker zu sein wie eine gesponnene Brahmanenschnur, gelöst zu sein wie ein Strohbündel, dessen Band zerschnitten ist, nachgiebig und flexibel zu sein wie Wolle, die sich zusammendrücken lässt. Wir sitzen locker und entspannt, ungekünstelt und unberührt. Der große Yogi Dilupa lehrte, entspanne ungekünstelt in der ursprünglichen Weite. Wenn du deine Verkrampfung lockerst, wirst du ohne Zweifel befreit. Wenn du deine Verkrampfung lockerst, wirst du ohne Zweifel befreit. Meister Thich Nhat Hanh lehrte, bring your mind home in your body. Bringe deinen Geist nach Hause in deinen Körper. Seine Heiligkeit Dalai Lama antwortete in einer Universität auf eine Frage eines Studenten, was ist Meditation? Seine Heiligkeit antwortete, Meditation ist
nicht in Gedanken verloren zu sein. Meditation ist, nicht in Gedanken verloren zu sein. Oft sitzen wir da auf unserer Yogamatte, auf unserer Meditationskissen, aber unsere Gedanken sind nicht da. Unsere Gedanken sind unterwegs in der Zukunft, in der Hoffnung. Unsere Gedanken sind unterwegs, irgendeine Erlebnisse, angenehm oder unangenehm, in der Vergangenheit. Darum bringe deinen Gedanken nach Hause, in deinem Körper. Meister Goenka lehrte immer in Vipassana-Meditation, fühle deinen Atemkörper. Experience your breath body. Deinen Atemkörper. Denn unser Atem hilft uns, zu uns zu finden. So spüren wir, wie unser Körper so natürlich gelöst, wie eine Blume am Wegrand, die einfach da ist und atmet. Ohne Absicht, ohne Ziel, ohne Wünsche. Wir fragen auch nicht der Blume, warum bist du da? Was willst du? Sondern die Blume am Wegrand schweigt. Und sie ist einfach da. Als Teil der Natur, wie wir Menschen. Das ist die Bedeutung, sei gelöst, wie ein Brahmanenschnur. Wie wenn du ein Holzbündel löst und es einfach das Holz da liegt. Ohne Knoten, ohne Verkrampfung, ohne Absicht. Wenn dein Körper so verweilt wie eine Blume am Wegrand, wie jedes Lebewesen, jede Pflanze, jedes Tier atmet, als Zeichen, dass wir leben, spüren wir unseren Atem, der sanft vor unserer Nasenöffnung fließt und tief bis unterhalb vom Bauchnabel fliegt. Unser Atem hilft uns, zur Gegenwärtigkeit anzukommen. Denn Meditation bedeutet, in der Gegenwart zu sein. In der Gegenwart kann ich nur sein, wenn ich bewusst bin.
Awareness. John Kabat-Zinn lehrt, das Wichtigste in seiner Technik der Achtsamkeit-Meditation ist Awareness. Denn wenn du in dir das Awareness, Bewusstheit kultivierst, dann wird alles zu einer Achtsamkeit-Meditation. Ob du in der Küche arbeitest, Gemüse schneidest, Teller wäschst oder in einem Tempelkloster, in einem Zen-Kloster den Boden reinigst. Alles wird zur Meditation. Wenn die Bewusstheit da ist. Denn die Bewusstheit schafft in uns das Gewahrsein für den Augenblick. Von Atemzug zum Atemzug. Von Moment zu Moment. Lehrt Goenka als Grundlage der Vipassana-Meditation. Spüre die Gegenwärtigkeit mit Hilfe deines Atems. Fühle, wie der Atem vor deiner Nase öffnet, ein- und ausfließt. In einem Dialog mit anderen Gelehrten der Meditation definierte Kabat-Zinn, was Achtsamkeit Meditation ist, nach seiner Erfahrung. Er sagte, Mindfulness is awareness without judging, on purpose. On purpose, absichtslos, wunschlos. Denn im Alter haben wir immer etwas Ziel, einen Grund, warum wir etwas tun. Dies und jenes will ich erreichen. Ich möchte das Angenehme erreichen. Auf das Unangenehme verzichten und nicht begegnen. Das ist unser Alltagsdenken. Buddha lehrte, alles Leiden entstehen, wenn du Anhaftung und Gier entwickelst zu den Dingen, die angenehm sind für dich. Reichtum, Macht, Ansehen und Menschen, die du liebst und gerne hast. Leiden entstehen, weil du zu den unangenehmen Dingen Abneigung und Hass entwickelst, zu deinen Feinden, Menschen, die du nicht magst, Menschen, die dir Leid zugefügt haben, Krankheiten, Tod, Trennung, Verlust. Wenn du Abneigung und Hass zu den Unangenehmen entwickelst, entstehen Leiden. On purpose, ohne Absicht, ohne bestimmten Zweck, das du erreichen willst.
without judging, ohne Urteil, sagt Kabat-Zinn, ist ein wichtiger Aspekt der Mindfulness, Achtsamkeit, Meditation. Denn wenn du im Alltag Urteil fällst, dieser Urteil kommt immer von dir aus, von deinem Ego. Ich finde es gut, ich finde es nicht gut. Ich finde, dieser Mensch ist großartig, ich finde, dieser Mensch ist nicht gut. Ich sitze hier und jetzt habe ich wieder Knieschmerzen. Schmerzen ist unangenehm. Schmerzen ist schlecht. Oh, jetzt habe ich wieder Rückenschmerzen. Das will ich nicht. Urteil. Oh, ich fühle mich so gut. Vielleicht habe ich große meditative Errungenschaft erreicht. Ein Meditationsschüler berichtet seinem Meister: Meister, ich glaube, ich bin erleuchtet. Und der Meister antwortete: Atme einmal tief durch, das geht schon vorbei. Non-Judgment, ohne Urteil. Von Moment zu Moment. Vom Atemzug zum Atemzug. Verweilen wir in der Stille und spüren die Kraft des Lebens. Denn Leben bedeutet, die Gegenwärtigkeit zu spüren. Denn wir können laut Buddha nur in der Gegenwart leben. Die Vergangenheit ist ja nur Erinnerung, die Zukunft nur eine Hoffnung.